Das ist also Japan. Ich bin hier in Chiba, das ist in der Nähe von Tokio und da haben wir die allererste Nacht verbracht in einem kleinen Hotel und wir werden jetzt gleich den Zug nehmen nach Tokio und dann von Tokio aus weiter Richtung Fukushima fahren. Ja, ihr habt richtig gehört, Fukushima. Das ist der Ort, an dem 2011 nach einem Erdbeben und einem Tsunami mehrere Atomreaktoren in die Luft geflogen sind und zum zweiten Mal nach Tschernobyl einen schweren atomaren Unfall ausgelöst hat, der bis heute nicht überwunden ist. Und genau da fahren wir hin. Wir sind jetzt hier bei den Japan Railways und lösen unsere Tickets ein, mit denen wir durch ganz Japan durchfahren können. Wir haben die Gutscheine gekauft. Mit den Gutscheinen haben wir die Anträge bekommen. Mit den Anträgen haben wir eine Wartenummer bekommen. Und die Wartenummer berechtigt uns gemeinsam mit den Anträgen und den Gutscheinen zu einem Ticketbezug. Wie der dann vonstatten geht, weiß ich nicht. Aber wir haben viel dafür bezahlt, also müssen wir auch die ganze Show dafür bekommen. Das klingt doch eigentlich nach einer ganz guten Idee. Jetzt haben wir es aber doch noch in den Zug geschafft und sind jetzt auf dem Weg nach Fukushima und werden da in 1,5 Stunden ungefähr ankommen. Ich arbeite so lange mal in meinem nächsten Video weiter. Geile Stadt. Das ist Tokio. Das war Tokio. Jetzt kommt ein Tunnel. Angekommen am Hauptbahnhof Fukushima. Ich muss vielleicht mal kurz dazu erklären, dass Fukushima der Name der Stadt ist, aber dass das Atomkraftwerk Fukushima Daiichi ganz woanders ist. Das ist, glaube ich, 80 Kilometer von hier und hat eigentlich nur den gleichen Namen bekommen wie die Hauptstadt der Präfektur, in der es steht, und das ist Fukushima. Mit ein paar japanischen Anti-Atomkraftaktivisten fahren wir gleich nach der Ankunft in Richtung der stärker verstrahlten Gebiete. Sehr große Landstriche haben radioaktiven Fallout abbekommen, aber der ist sehr ungleichmäßig verteilt. Auf meinem mitgebrachten Geigerzähler ist die Strahlung meistens ganz normal, aber an manchen Orten steigt sie plötzlich steil an und zeigt deutlich zu hohe Werte. Die Strahlung hier ist zwar nicht direkt lebensgefährlich, aber wohnen möchte man hier trotzdem nicht. Diese ungleiche Verteilung der Radioaktivität ist übrigens ziemlich typisch für solche Gebiete. Das habe ich in Tschernobyl 2012 und 2013 genauso erlebt. Sehr oft sehen wir am Straßenrand große abgedeckte Planen und schwarze Säcke stehen. Das ist die oberste Bodenschicht, die abgetragen und verpackt wurde, weil sie radioaktiv belastet ist. Und es sind unglaubliche Mengen. Erste Station von unserem zweiten Tag ist ein Containerdorf, in dem Leute leben, die da halt nicht mehr leben können, weil es einfach zu gefährlich ist. So sieht eines von den Containerdörfern aus. In diesem hier wohnt eine Frau, die mit ihrer Familie lebt. Sie hat Herzprobleme und muss Medikamente nehmen. In der Nähe gibt es aber kein Krankenhaus und auch keine Schulen. Und so lebt sie jetzt seit 4 Jahren. Sie hat uns gerade mal erzählt, dass sie früher in einem Haus wohnt mit 160 Quadratmeter und jetzt in der neuen Wohnung wohnt sie auf 50 Quadratmeter. Sie lebt da nicht alleine, sondern mit ihrer ganzen Familie. Und direkt nach dem Unglück musste sie 5-mal umziehen, bis sie in dieser Wohnung angekommen war. Eine enorme Belastung für eine kranke Frau. Sie hofft bis heute darauf, dass sie eines Tages in ihre Wohnung zurück darf. Versprochen ist das bis 2016, aber ob das jemals klappt, ist alles andere als sicher. Es gibt ganz, ganz viele von diesen Wohneinheiten in der ganzen Präfektur Fukushima. Und da sind die ganzen Leute jetzt untergebracht, die nicht mehr zu Hause leben können, weil es einfach zu gefährlich ist. Beautiful place. Thank you very much. Wir sind jetzt zu Besuch in einem buddhistischen Tempel, der hier mitten in dieser evakuierten Zone steht. Außenrum leben keine Leute, aber die Mönche sind weiterhin hier drin und machen das, was eben Mönche tun. Wir haben uns jetzt mit einem unterhalten, der ein bisschen was darüber erzählt hat, wie er das Erdbeben, den Tsunami erlebt hat. Das heißt, er ist eine Stunde nachdem das Erdbeben stattgefunden hat, mit seiner Familie geflohen auf den Berg hoch und er hat von Anfang an dem Energiekonzern TEPCO nicht vertraut. Dann haben wir noch ein bisschen darüber gesprochen, wie schwierig es in Japan ist, über das ganze Geschehen zu sprechen. Es kommt kaum in den Medien vor und das ist auch einer der Gründe, warum die total froh sind, wenn westliche Journalisten in ihren Ländern darüber sprechen, denn das ist wiederum ein Grund, warum die Diskussion aus dem Ausland wieder zurück nach Japan kommen kann. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich eben auf so eine Reise gehe und mir das anschaue, damit ich euch ein bisschen Einblicke gewähren kann, wie das eigentlich abläuft in Japan nach einer Atomkatastrophe. Farm of Hope. 14 kilometers from Daiichi.
Die Gegend, in der ich jetzt gerade bin, ist ziemlich stark verstrahlt. Ich habe hier 1,5 Mikrosievert. Das ist ungefähr 10-mal mehr als bei uns zu Hause. Das klingt vielleicht nicht viel, ist aber viel. Deswegen habe ich auch die Atemschutzmaske auf, damit ich nicht irgendwelche radioaktiven Partikel einatme. Aber die armen Kühe, die hier leben, wie zum Beispiel die da, die haben keine Atemschutzmasken und die leben hier die ganze Zeit. Und deswegen werden die auch krank. Die haben häufiger mal so weiße Flecken im Fell. Und man kann natürlich auch von denen keine Milch mehr trinken oder sie als Steak essen. Ein Bauer hat sich denen angenommen und versucht sie noch so einigermaßen irgendwie zusammenzuhalten. Wahrscheinlich, weil er einfach Mitleid mit den Tieren hat. Mr. Masami Yoshizawa, the owner of this farm. 証拠の隠滅。 White dog, white dog. 何バカやってんだって言われてんだ俺。 You think me I'm like idiot? People say I'm idiot. ちょっと自分的に狂ってるのかもしれない。 People say you're mad, you're crazy. So what does he have his motivation to do this? 公共の電気使ってる連中にぶちまけるんだよ。ね。 It's my anger, 福 agreement. 島の電気だろうと。 I want to scream at the people living in Tokyo that you are eating up the energy of Fukushima. Von seinem Grundstück aus kann man in diese Richtung die Fukushima Nuclear Power Plant sehen und da blinkt am Horizont so ein kleiner Turm. Das ist ungefähr 15 Kilometer entfernt. Und es ist natürlich dann kein Wunder, dass hier auch eine ganze Menge radioaktiver Regen niedergegangen ist. Denn wir diskutieren gerade Harald und Thomas mit dem Besitzer der Farm und einigen anderen Leuten, unter anderem auch ein paar Reportern von Reporter ohne Grenzen, wie schwierig es ist, mit der Regierung auszuhandeln, wie er irgendwie entschädigt wird, denn sein ganzer Lebensunterhalt ist ja zerstört worden und es gibt keinen richtigen Schuldigen, den man benennen kann. Man könnte natürlich sagen, TEPCO ist der Schuldige, der Besitzer der Nuclear Power Plant. Eigentlich sagen die dann, es war das Erdbeben, der Tsunami und wir hatten gar keine Schuld. Es ist total schwierig. Was noch schlimmer ist, er wollte eigentlich die Kühe dann leben lassen, aber die Regierung hat ihn gezwungen, alle, die diese weißen Flecken aufweisen, einschläfern zu lassen. Mit einigen seiner Kühe ist er bis nach Tokio gefahren, um dort zu protestieren. Und die Leute sind fast ausgerastet aus Angst vor einer radioaktiven Kuh. Dabei verstehen die Menschen nicht, wie Strahlung wirklich funktioniert. Diese Kühe sind, solange man sie nicht isst oder ärgert, für niemanden gefährlich. Natürlich war er total dagegen, die Kühe einschläfern zu lassen und weil er das nicht wollte, wurde er von der Regierung als Kuhterrorist bezeichnet. Wenn er sich gegen die Anweisung der Regierung stemmt, dann ist er ein Terrorist. Das ist unglaublich. 化け物の姿は今日も成り立ってるんだよ。 The power of Tokyo and the prosperity of Tokyo, Yes. electricity, everything is based on the prejudice and discrimination. In the 5 years, the Tokyo Olympic coming and the Prime Minister said water is under control, Fukushima is under control. Was denkt ihr? Ist der Farmer verrückt? Oder könnt ihr verstehen, warum er seine Farm nicht einfach aufgeben will und gegen die Regierung protestiert? Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Jetzt könnt ihr euch hier noch mein letztes Video anschauen oder meinen Fragen- und Antwortenbericht zur Tschernobyl-Katastrophe. Bis zum nächsten Mal.